Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robert und Kommandant C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten schaut euch hier das erste Video an. Da habt ihr eine kurze Beschreibung, was ich mache, worum es geht, etc. etc. Hier einmal ganz kurz. Wir haben immer den Robert von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit welchem Druck gehe ich dann nachher am Robert runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ich möchte hier keine Kaffee-Kritik-Videos machen. Wenn er in dieser Serie vorkommt, dann hat er am Robert auch funktioniert. Mein heutiger Kandidat ist der Guatemala N von Agura del Laboratorio di Torrefazione Jamaica Café oder einfach kurz Jamaica Café. Das ist eine Rösterei aus Italien, aus Verona. Ich bin auf die gestoßen tatsächlicherweise über einen Kommentar von den Videos. Die haben prinzipiell überhaupt keinen Auftritt. Sie haben zwar eine Facebook-Seite, aber die ist nur irgendwie von Fans gemacht. Also es gibt im Internet nichts zu finden. Bezogen habe ich den Kaffee von Markus Deiser. Der hat einen Laden, wo er Kaffee vertreibt, wo er Öl vertreibt, wo er Wein vertreibt. Kennt sich also mit Genussmitteln selber recht gut aus. Die Rösterei gehört der Familie Frasi. Viel wichtiger vielleicht. Sie beliefern prinzipiell eher die Gastronomie, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen sich dort aber auch das Recht heraus, sich auszusuchen, mit wem sie gerne zusammenarbeiten wollen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einfach hinfahren kann und sagt, ich hätte gerne 5 Kilo Kaffee. Da kann es sein, dass die sagen, es interessiert uns nicht, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du nicht so tickst wie wir. Sie gehen sehr viel mit Vertrauen um und sehr viel mit dem Verständnis zu dem, was sie machen. Ich finde das einerseits sehr cool, andererseits macht das natürlich dem normalen Konsumenten, wie es jetzt ich bin, ein bisschen schwierig an den Kaffee zu kommen, weil ich hätte mal prinzipiell sowieso überhaupt nichts von denen gewusst, wenn ich das nicht gelesen hätte. Was noch zu sagen ist, prinzipiell verwenden die bei Jamaica Café nur Arabica Kaffee. Und was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass Jamaica Café jetzt nicht auf, ich nenne es jetzt einfach mal so, auf den großen kommerziellen Wachstum schauen. Das heißt zum Beispiel, ja, wenn der Guatemala N in einem Jahr nicht so in dem Korridor ist des Geschmacks, den sie sich vorstellen, dann gibt es ihn auch nicht, egal ob sie jetzt damit finanziell schlechter aussteigen. Kommen wir zum Kaffee von Jamaica Café. Der Guatemala N. Trocken, natural, aufbereitet. Verpackung super schön, gefällt mir extrem gut. Hier stehen de facto keine Informationen drauf. Erstens mal, wir haben ein Ablaufdatum. Zweitens, wir haben ein Lot drauf. Und zwar 0B0121. Ich habe Markus gefragt, ob das mit dem Lot gleichzeitig vielleicht ein Röstdatum sein kann. Er konnte es mir nicht beantworten. Ich weiß es auch nicht, somit ist das hinfällig. Es ist halt leider kein Röstdatum drauf. Was mir bei jedem Kaffee sehr wichtig ist, ist ein Aromaverschluss. Und wie ich diese Packung hier gesehen habe, habe ich mir gleich gedacht, das schaut überhaupt nicht nach Aromaverschluss aus. Fakt ist aber, dass hinter dieser Blombe hier versteckt sich dann doch ein ganz normales Päckchen Kaffee mit Aromaventil. Leider kein Aromaverschluss. Ja, riecht extrem kaffeeig, wenn man den aufmacht. Empfehlung, sobald man den aufgemacht hat, in eine Kaffeedose. Man kann natürlich auch eine Klammer drauf geben, aber Kaffeedose auf jeden Fall empfehlenswert. Ich glaube, er ist als Medium Roast deklariert, riecht beim Aufmachen nach Röstaromen, riecht kakaoig, finde ich. Also Kakao wie Kakaopulver. Wie gesagt, auf der Packung steht einmal prinzipiell de facto nichts. Auf der Website von Markus habe ich dann schon ein paar Geschmacksnotizen. Sehr viel Crema, wenig Säure, füllig und weich. Noten von dunkler Schokolade, deutliche Röstaromen, feine Rauch- und Tabakanklänge. Erinnert an russisches Brot, Gewürzbrot, Spezereien, Lebkuchen. In der Nase ein Hauch Vanille und geröstete Haselnüsse. Da gleicht der Markus quasi ein bisschen aus, dass da hier oben gar nichts oben steht. Das heißt, dieser Kaffee dürfte nicht allzu viel Säure haben, dürfte eher in die schokoladige Richtung gehen, in eine etwas würzigere Richtung. Ich kann leider diesmal überhaupt nicht sagen, welche Varietät drinnen ist. Ich glaube, er wird schon immer
von den gleichen Farmen, wenn ich das richtig verstanden habe, geholt. Aber wie die genaue Zusammensetzung ist, also ob da jetzt Bourbon drinnen ist oder Catuai. Fakt ist, Jamaika Kaffee möchte das auch nicht preisgeben, was ich in einem gewissen Bereich verstehe. Andererseits heutzutage, wo viele gerne Transparenz haben zu den Produkten. Mich interessiert es einfach, ich würde es cool finden. Ganz wichtig, apropos Transparenz, bei Jamaika Kaffee werdet ihr wahrscheinlich keinen keinen Fairtrade Kaffee finden. Und der Markus hat gesagt, das Besondere am Guatemala N ist, dass dieser Hochlandkaffee eigentlich nicht natural verarbeitet wird normalerweise. Also in diesem Fall ist das eine Auftragscharge. Ja, viel mehr habe ich da heute eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich so wenig Informationen habe. Ob der Guatemala N so gut ist, dass er für sich selbst spricht, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee. Also, der hat eben wirklich eine arge Crema. Dem einen oder anderen ist das vielleicht auch schon zu viel, wenn es da oben wie so eine zweite Haut liegt. Ich habe auch da bei mir so ein bisschen die nussige Seite drinnen, so was Brandiges, aber es ist nicht ungut, also so einen rauchigen Bestandteil. Und eine Sache, die ich sehr stark finde und die in Markus seiner Beschreibung nicht vorkommt, ich finde, er hat etwas total Holziges. Und zwar relativ intensiv, finde ich, wie wenn man in einen Nadelwald reinkommt. Also ich persönlich finde es ja schon fast ein bisschen schade, dass sie es selber nicht draufschreiben auf die Packung, weil es wäre so einfach. Der ist relativ straightforward, der Kaffee. Ich finde, der hat nicht große Ecken und Kanten, er schmeckt sehr klassisch. Und das ist übrigens etwas, wofür Jamaika Kaffee durchaus steht. Also sie haben jetzt nicht diese hellen Röstungen im Programm, sondern eher dunkle, medium, die sehr klassisch schmecken. Ich finde, das ist etwas, was man durchaus, zumindest zur momentanen Zeit, gar nicht so viel findet. Ja, dass jemand sagt, okay, er macht halt klassischen Kaffee. Funktioniert sehr, sehr gut am Robot, was ja hier das Allerwichtigste ist. Es war keiner von meinen Bezügen ungenießbar, aber es hat sich doch einer sehr rauskristallisiert, beziehungsweise in minimal unterschiedlichen Einstellungen, eigentlich nur bei der Pre-Infusion anders. Und zwar meine 18 Gramm Kaffee und 64 Gramm Wasser. Ihr bekommt sie ein bisschen weniger als 1:2 raus. Auf der Kommandante habe ich 9 Klicks. Und dann könnt ihr euch jetzt entscheiden. Entweder ihr macht 5 Sekunden Pre-Infusion oder ihr macht 10 Sekunden Pre-Infusion. Und zwar bei 5 Sekunden bekommt ihr ein bisschen mehr Säure raus. Was aber gut ist, weil dieser Kaffee hat prinzipiell eh schon wenig Säure, sonst wird es so sehr, sehr glatt. Oder eben, zweiteres, ihr nehmt 10 Sekunden Pre-Infusion, dann bekommt ihr ein bisschen mehr diesen rauchigen, holzigen Anteil hinein. Er wird ein bisschen, ich sage jetzt einfach fad, ja. Aber das ist ja durchaus etwas, was viele auch mögen, ja, wenn ein Kaffee mal wirklich so null Säure hat. Ja. Das erreicht sie hier mit 10 Sekunden Pre-Infusion. Und dann gehe ich am Robot bei ziemlich genau 8 Bar durch. Also wenn man einen klassischen Kaffee sucht, ich wüsste nicht, was ich anders wollte, ganz ehrlich. Wären 3 Sachen. Die erste Sache ist, ich hätte in dem Fall gerne ein Röstdatum drauf. Das ist für mich nicht ganz ersichtlich. Es ist auch nicht ultra wichtig, aber ich finde es schön. Und ich glaube, es tut nicht weh. Zweitens, es ist zwar ein Ventil drauf, es ist auch ein professionelles Ding. Trotzdem finde ich einen Aromaverschluss wichtig, weil nicht jeder hat daheim eine Kaffeedose oder ein Schnapperl oder etc. Und es wäre wirklich schade, diesen Kaffee ausrauchen zu lassen. Die dritte und wahrscheinlich wichtigste Sache ist, ich hätte gern, wenn mehr Information am Kaffee stehen würde, wenn man schon keine Internetpräsenz hat. Mir ist schon klar, dass sie das absichtlich machen, damit das niemand kopieren kann etc. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, zumindest auf irgendeine Art und Weise eine Möglichkeit zu haben, da näher drauf eingehen zu können.
Ich möchte gar nicht Kritikpunkt nennen, aber ich finde es schade, dass man darauf komplett verzichtet und somit vielleicht den Kaffee-Enthusiasten eigentlich gar keine Chance gibt, sich da näher zu erkundigen. Solltet ihr einen Kaffee haben wollen, den man auch seinen Besuch ohne Sorge vorsetzen kann, schaut bei Markus im Online-Shop vorbei, den ich euch übrigens unten in der Beschreibung verlinke. Genauso wie den Robot und die C40. Der kostet übrigens für 250 Gramm, glaube ich, 10,20 € im Online-Shop. Jetzt würde mich interessieren, kennt ihr vielleicht andere italienische Röstereien, die ganz anders mit Kaffee umgehen? Mögt ihr eigentlich lieber mehr Crema oder weniger Crema? Hättet ihr vielleicht auch ganz gerne ein bisschen mehr Informationen zu diesem Kaffee gehabt? Schreibt mir das unten in den Kommentaren. Ich lese mir auf jeden Fall alle durch. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr nicht das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. So, ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt doch immer eine gute Mehlspeise. Entweder selbst gemacht oder vom Bäcker eures Vertrauens. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.